Bei diesem WUP ist das Kabel am FC abgerissen. Sieht schlimmer aus, als es wirklich ist und lässt sich einfach reparieren. Schauen wir es uns Schritt für Schritt an. Was brauchen wir alles? R65 hier in der Version 1, Lötstation, Entlötsaugpumpe, Seitenschneider, Abisolierzange, Flussmittel, Lötzinn, Entlötlitze, Kreuzschraubenzieher, helfende Hand, Silikonkabel, Schale, Schrumpfschlauch und eine Unterlage. Am bequemsten wäre es, das Kabel direkt in der zusammengebauten Drohne anzulöten. Kann klappen, muss es aber nicht. Viel zu eng. Da erwischt man leicht Nachbarteile oder schmilzt sich den Rahmen weg. Also zerlegen wir die Drohne zuerst. Wir brauchen jetzt unsere Schale, wo wir alle Teile sammeln können. Zuerst bauen wir die Propeller aus. Am besten steckt man 2 Finger von unten durch und hält den Motor fest. Von oben dann mit 3 Fingern nimmt man den Propeller, wackelt ein bisschen hin und her und zieht den Propeller nach oben raus. Das machen wir jetzt bei allen anderen genauso. Als nächstes nehmen wir unseren Kreuzschlitz und schrauben von unten die Motoren ab. Die Schrauben lassen wir im Rahmen. Dort sind sie gut aufgehoben und gehen nicht verloren. Auch das jetzt bei den anderen Motoren. Danach auf der Oberseite die 4 Schrauben lösen, um den Kanopy und den FC vom Rahmen zu trennen. Hier nehmen wir die Schrauben aber ganz raus und legen sie in die Schale. Wir schieben alle 4 Motoren hier einfach unten durch. Kanopy und FC leicht anheben und Motoren und Akkukabel nach unten durchfädeln. Das gleiche dann noch auf der anderen Seite. Und schon haben wir den Rahmen gelöst. Ein weiteres Zerlegen ist nicht notwendig, da wir uns nur auf der Unterseite aufhalten. Wir fixieren den FC in der helfenden Hand und stützen es mit unserer Unterlage ab, sodass beim Löten alles stabil und fest bleibt. Nächster Schritt: wir isolieren das Motorkabel mit der Abisolierzange ab. Nur ein kurzes Stück, ungefähr so lang wie das Lötpad am FC ist. Im schlimmsten Fall oder mit dem falschen Werkzeug schneiden wir dabei das ganze Kabel einfach ab. Wenn das passiert, wird die Reparatur etwas aufwendiger. Das Kabel ist dann zu kurz und muss komplett getauscht werden. Hier brauchen wir dann das Silikonkabel und unseren Schrumpfschlauch. Zuerst müssen wir das Lötpad am FC reinigen. Man kann die Lötsaugpumpe verwenden, mir ist das aber etwas zu groß. Aufgrund dessen verzichte ich und nehme gleich die Entlötlitze. Litze auf das Pad legen, Lötspitze oben drauf und ein bisschen Bewegung. Die Hitze schmilzt das Lötzinn und wird dann in die Litze eingesaugt. Beim Löten immer etwas Geduld mitbringen. Die Aufnahme von altem Lötzinn kann man verbessern, indem man ein bisschen Flussmittel mit dazu gibt. Und hier sieht man das gereinigte und glänzende Lötpad. Kurz bevor wir das Kabel verzinnen, verdrillen wir nochmal die Adern. Es darf nichts abstehen oder aufgefächert sein. Die Lötspitze immer gut reinigen und altes Lötzinn und verbrannte Flussmittelreste zu entfernen. Ich löte eigentlich immer mit 330 Grad. Ich verwende übrigens eine 2,2 mm verlängerte Meißelspitze. Ein bisschen Lötzinn an der Lötspitze vergrößert die Kontaktfläche und dadurch die Wärmeübertragung.
Auch hier am Kabel kann Flussmittel beim Verzinnen helfen. Lötspitze von unten ans Kabel und von oben das Lötzinn dazugeben. Nicht zu lange und nicht zu viel. Das gleiche nun beim Lötpad. Lötspitze auf das Lötpad und von oben etwas Lötzinn dazugeben. Es sollte danach ein kleiner Hügel Lötzinn auf dem Pad zu sehen sein. Wieder reinigen und verzinnen. Jetzt bringen wir die Kabel und das Lötpad zusammen. Da beides verzinnt ist, brauchen wir hier nun kein Lötzinn mehr. Wir erhitzen das Lötzinn am Lötpad und am Kabel. Nehmen den Lötkolben weg, warten einige Sekunden. Und nun haben wir eine feste Verbindung. Und so sieht unsere neue Lötstelle aus. Perfekt. Bauen wir nun wieder alles zusammen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Das Dreieck ist vorne, nicht hinten. Wir fädeln zuerst die Motoren auf der einen Seite durch die Öffnungen. Genauso das Akkukabel. Danach das gleiche auf der anderen Seite. Lasst euch wirklich Zeit und seid vorsichtig. Wir sehen gleich warum. Wir fixieren den FC, drehen alles um und schieben die Motoren durch. Dann platzieren wir den Motor in der Ausbuchtung und schrauben ihn fest. Genau das gleiche bei den anderen Motoren. Wir bringen den FC und den Kanopy in die richtige Position und verschrauben es viermal mit dem Rahmen. Als letztes dann die Propeller. Der R65 ist Props Out, das heißt die Propeller drehen nach außen. Wenn wir die Propellerbeschriftung an der Eintrittskante lesen können, dann ist das die Oberseite. Auch hier ist mir ein Fehler passiert. Die vorderen beiden Propeller sind falsch rum. Beachtet also unbedingt die Drehrichtung. Propeller drehen nach außen. Jetzt wird's spannend. War die Reparatur erfolgreich? Tja, offensichtlich nicht. Der Propeller unten rechts dreht sich nicht. Zuerst war ich auch verwirrt, aber es ist anders als es scheint.
Die Reparatur war erfolgreich und der Motor dreht sich einwandfrei. Nur habe ich bei der Montage ein neues Kabel abgerissen. Hier ein kurzer Rückblick. Bereits dort sieht man das lose Kabel, das durch den Einbau abgerissen wurde. Also es muss nicht immer der große Crash sein. Auch beim Einbau kann sowas passieren. Zum Glück wissen wir aber nun, wie das zu reparieren ist. Den ganzen Ablauf erspare ich euch und mache es schnell ohne Kamera. Denn es ist genau das gleiche, was wir schon kennen. So, zweites Kabel wieder angelötet, jetzt zum finalen Test. Perfekt, alle 4 Motoren laufen wieder. Ich hoffe, das Video konnte euch bei den Reparaturen und euren Fragen weiterhelfen. Alle Tools und Materialien sind in der Videobeschreibung verlinkt. Gibt es noch offene Punkte, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Sucht ihr nach einer Möglichkeit, eure TinyWhoops passend zu lagern und präsentieren, dann schaut doch mal in diesem Video vorbei. Bis zum nächsten Mal, Servus!